Bigspin, gab es einen Moment, in dem du Flobby erstens geliebt oder zweitens gehasst hast, in Anführungszeichen? Ich glaube, da gibt es jeden Stream sehr viele. Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal was ganz anderes und zwar werden Flobby und ich heute eure Fragen beantworten. Vor einigen Tagen habt ihr die Möglichkeit gehabt, auf dem offiziellen SK Gaming Insta-Account einige Fragen zu stellen, die an uns gerichtet werden. Wir haben jetzt uns hier die meisten Fragen rausgesucht und sie auf Zettel geschrieben und werden sie jetzt hier gleich durchlesen und euch beantworten. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Ja. Gerne einen Daumen nach oben lassen, nicht vergessen und auch gerne dem Instagram-Kanal von SK folgen. Sollte nämlich eine zweite Episode kommen, könnt ihr da dann direkt eure Fragen stellen und dann wird vielleicht auch eure Frage beantwortet. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich heb mal die erste Karte. Ja, und da haben wir die erste Frage. Interessiert ihr euch für Amisport, also sowas wie Football, Wrestling, Baseball etc.? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich verfolge so ein bisschen die NBA, meistens aber eher die Playoffs. Ansonsten generell interessiere ich mich sehr viel für Sport, von daher gucke ich immer mal wieder auch rein. Aber hauptsächlich, wenn, dann verfolge ich eigentlich die NBA. Ich muss sagen, ich bin da gar nicht so drin, weil ich verstehe teilweise die Regeln gar nicht. So Basketball ist nie so an mich herangetreten, aber zum Beispiel Football oder Baseball, das ist nicht so, da bin ich nie so richtig in Kontakt zugekommen. Ich gucke auch keinen Super Bowl oder so, da bin ich auch einer der wenigen, habe ich das Gefühl immer. Muss ich aber auch sagen, gucke ich auch nicht jedes Jahr. Okay, aber ich bin da tatsächlich auch Amisport eigentlich, also Anführungszeichen Amisport bin ich gar nicht so drin. Wie wird der Content weitergehen? Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn das ist natürlich auch nicht 100% safe. Kommt auch darauf an, wie sich Clash Royale entwickelt. Kann sein, dass in einem Update zum Beispiel etwas super krasses Neues kommt, wo wir natürlich dann in die Richtung weitergehen werden. Aktuell steht natürlich die CL an, ihr wisst es alle, CL 2021. Ich denke, da werdet ihr uns beide aktiv dabei sehen. Ich werde mein Bestes selber auch als Spieler versuchen. Bigspin wird, denke ich, mehr da im Casting-Bereich mitmachen. Ich werde aber mit Bigspin zusammen auf jeden Fall auch casten. Und ansonsten... ja, bei dir ja Wild Rift, ne? Genau, also auf jeden Fall. Bei mir natürlich auch weiter Clash Royale, gar keine Frage. Nicht, dass jetzt keine großen Updates kommen oder dass jetzt auch keine Balance-Changes so lange gekommen sind, nervt mich zwar extrem, dennoch werde ich natürlich weiter Clash Royale machen, gar keine Frage. Bei mir kommt noch Wild Rift hinzu, weil ich es einfach ein super geiles Spiel finde und weil ich da auch super viel Zeit investiere, weil es einfach so Bock macht. Da werden definitiv weitere Formate kommen, aber auf Clash Royale könnt ihr euch natürlich auch weiterhin bei mir freuen. Und ich glaube, ansonsten lassen wir das Ganze auf uns zukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr auch nochmal ein richtig krasses Spiel rauskommt oder irgendein Hype generiert wird. Vielleicht ist ja ein Spiel dabei, was uns beiden sehr gut gefällt, wo wir dann mit einsteigen und das wird sich zeigen. Kommen wir zur dritten Frage und die heißt Single or Taken? Ich bin Single. Achso. Um es kurz zu machen. Ja, ich bin auch Single. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt 2018. Anfang 2018, also virtuell kennengelernt haben wir uns damals schon ganz früh bei Mythic Warriors im Clan. Das war ja so der Clan, wo die deutsche Elite sich in Clash Royale versammelt hat. Da haben wir uns damals schon kennengelernt. Was würdest du schätzen, wann war das? Killer 28. Ja, was würdest du schätzen, wann das war? Das war 2016, Ende 2016. Müsste eigentlich 2016 sein, ne? Ja, Ende 2016 war das. Und dann haben wir uns ja bei Trimax kennengelernt, waren dann ja auch öfter im Call zusammen, im Stream und so weiter. Seit, ich glaube, Anfang Mitte 2017, ja. Ja. Und dann haben wir uns das erste Mal richtig kennengelernt, also sind uns richtig im Real Life begegnet. März 2018 im Clash Haus. Damals war ja Flobby noch bei Clash und ich war da ja auch so ein bisschen, hab da ein bisschen mitgezockt. Ja. Das war unsere erste Real Life Begegnung, war auch direkt sehr witzig. Pass auf, da waren wir beide als Spieler bei Team Clash. Also da war Bigspin als Spieler quasi, ich war nicht offiziell gesigned, aber quasi als Spieler bei Clash mit dabei und auch noch Niklas. Und damals sind dann Niklas, Bigspin und ich zusammen alle dorthin gefahren und wir haben uns dort dann richtig kennengelernt und das war ganz verrückt. Ja. Bigspin, gab es einen Moment, in dem du Flobby erstens geliebt oder zweitens gehasst hast, in Anführungszeichen? Ich glaube, da gibt es jeden Stream sehr viele. Also es gibt natürlich Sachen, die ich an Flobby sehr, sehr schätze und für die es auch keinen zweiten gibt, der das so gut kann wie er, sage ich mal, der mich teilweise so zum Lachen bringen kann. Ich kenne die ganzen Lachflashes über die Losten Szenen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. So vieles passiert. Ich habe da auch ein paar Clips sogar jetzt mittlerweile eingebaut im Stream und so weiter und auch gehasst, also gehasst, nie ernsthaft. Ja, natürlich jetzt auch geliebt, nie ernsthaft, logisch, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es Momente, wo man denkt, ach Junge, was ist das denn jetzt schon wieder? Es gibt aber Momente, wo man denkt, Junge, wie geil ist das jetzt gerade eigentlich? Also es gibt beides auf jeden Fall und das zuhauf. Ja, aber nie richtig, dass ich jetzt sage, okay, ich schiebe jetzt wirklich so einen Hass auf Flobby oder habe jetzt wirklich ernsthaft einen Streit mit ihm oder so, das gab es noch nie mehr. Ja gut, sonst hätte ich den Kontakt jetzt gekündigt, aber so können wir weiter Kontakt halten. Ne? Perfekt. Ja. Bigspin, wie geht es dir bei SK? Ja, bei SK geht es mir sehr gut.
Hier ist gerade schönes Wetter. Regnet nicht. Ich glaube, das war definitiv. Der die Frage gestellt hat, der wollte genau das hören. Wie Ja, ist nee, das? Spaß beiseite. Alles gut. Fühle mich hier super wohl, super gut aufgehoben. Ich war ja noch nie vorher in der Orga drin. So, wir haben ja gerade angerissen, Clash war ich nicht gesigned so. Habe die Leute da mal kennengelernt, aber das hier ist natürlich schon deutlich professioneller. Ich verstehe mich mit allen auch auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr gut und natürlich auch die Spieler. Also mir geht es hier super und da kann ich mich absolut nicht beklagen. Ja. Wer ist besser? Ja, das ist eine Frage, die bekommen wir auch oft im Stream zu stellen und natürlich ist Trimax der bessere Spieler von uns. Richtig. Welche Karte benötigt einen Nerf? Oh, Oha. Also da gibt es ein paar. ja. Was wäre, okay, lass auf 3 runterzählen und gleichzeitig eine Karte sagen, wo wir denken, dass sie am dringendsten Nerf braucht. Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, habe eine. 3, 2, 1. Fischer. Was? Wie Fischer? Ich hätte den Fischer Fischer wurde gesagt. schon genervt. Ja, aber also wenn man jetzt eine Karte wählt, die am stärksten ist, würde ich Riesenskate oder Ballon sagen. Echt? Ja. Nicht Fischer? Nee. Also Fischer ist auch strong, aber Giant Scaling und Ballon sind für mich noch nerviger. Die haben Ja, gar stimmt keinen Bock, schon. die Zum sind Beispiel jeden Level gehen. E-Spirit hat die höchste Winrate, aber, Stimmt, aber der ist nicht nervig. nervig. Der ist nicht nervig, ja, true. Aber Fischer, ich spiele Fischer gerne, aber trotzdem ist es eine nervige Karte. Ne? Ja, ja. Na gut, Ja. okay. Sind wir uns einig. Flobby, lieber CR oder Among Us? Ja, also ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Entscheidung, definitiv CR. Das Ding ist, Among Us macht mir aktuell Spaß. Among Us ist aber auch kein kompetitives Game, was man, glaube ich, langfristig so richtig zocken kann. Among Us ist gerade so im Hype gewesen oder ist noch im Hype. Ist so ein Spiel, das aktuell sehr geil ist, aber Clash Royale spiele ich seit 4 Jahren, habe an Wettbewerben teilgenommen, mache Content für CR und CR wird definitiv immer eigentlich so mein Main-Game aktuell bleiben. Natürlich, irgendwann in Zukunft kann sich das ändern, aber Among Us ist definitiv kein Game, was ich langfristig, glaube ich, bringen werde. Aber das ist auch nur meine Einschätzung. Mal gucken. What was your favorite moment together? Das hört sich an, als ob wir so eine Liebesbeziehung hätten. Vielleicht haben wir die auch. Our favorite moment together? Es gibt viele, es gibt sehr viele. Also ich kann das Ja. gar nicht so runterbrechen. Ich glaube es gibt auch, sehr viele coole also ich Erinnerungen. glaube, wenn man jetzt wenn man jetzt auf Favorite gehen würde, würde man wahrscheinlich auf diese Events gehen, wie zum Beispiel die Gamescom, dann der Clash-House-Besuch, den wir hatten, weil das war ja das allererste Event, so, wo wir uns gesehen haben. Ja. Und auch weitere Events, die wir immer zusammen, das war immer lustig. auch und so, ja klar, immer Also, was Cooles. ich denke- Sehr schwierig, es gibt sehr viele. Aber den einen jetzt rauszupicken, so auch spontan, das ist relativ schwierig, glaube ich. Traumjob. Oha. Es gibt ja extrem viele, die als Kind oder Jugendliche immer so geträumt haben, irgendwann so diesen einen Job zu machen. Ich muss sagen, ich habe natürlich als Kind wollte ich Fußballer werden oder Handballer werden, weil ich halt Handball und Fußball gespielt habe. Das war als Kind mein Traumjob, aber ja, als Jugendlicher oder so war das dann nicht mehr so. Und irgendwann war das dann halt kurzzeitig dann auch irgendwie so E-Sportler zu werden, weil man natürlich selber irgendwie an Wettbewerben teilgenommen hat. Aber wie war es bei dir? Also ich habe ihn eigentlich gerade gefunden, so mit meiner Sache, die ich gerade mache, Influencer zu sein, so Streamer zu sein. Also Influencer hört sich irgendwie so ein bisschen schwierig an, aber Streamer zu sein ist eigentlich genau mein Ding. Also ich könnte mir gerade nicht vorstellen, weshalb ich das aufgeben würde. Und deswegen ist das meine Antwort, ja. Ja. Are you competing in CRL 2021? Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich für die nächsten zu qualifizieren. Ja, mal schauen, wer es die Zeit auch ergibt. Ich hoffe natürlich auf ein geiles Update, auf Balance-Änderungen. Bin jetzt nicht qualifiziert. Lag aber auch daran, dass ich diese Season extrem wenig Motivation gehabt habe, Ladder zu zocken. Bei dir ist das wieder anders. Ja, also ich war definitiv motiviert und bin jetzt in der ersten Season, wo man sich qualifizieren konnte, 167. gefinisht. Das heißt, ich bin in der Top 1000 gefinisht und werde auch teilnehmen. Allerdings wird es natürlich super schwierig werden, da in den Bereich zu kommen, wo man Preisgeld gewinnt. Aber ich werde mein Bestes geben und ja, mal schauen, wie es laufen wird. Wie kamt ihr auf eure Nicknames? Oh, das ist eine Frage, die wurde mir auch schon so oft gestellt, weil ich heiße ja Flobby so und mein echter Name ist Justus. So, wie kommt man von Justus auf Flobby? Ich wäre darauf niemals so gekommen, aber damals der Community Manager bei Team Clash, dem italienischen Team, dem ich damals dann irgendwann gejoint bin, hieß der Manager Florian Mayer. Und sein Spitzname in-game war Flobby. Und er war auch bei Munich Warriors, dem deutschen Clan, wo Bixby und ich damals waren. Und da sind wir beide
quasi in Kontakt gekommen und ich habe dann den Account von Flobby damals auch gepusht, was heutzutage komplett illegal wäre, weil man darf nicht einfach einen anderen Account pushen. Damals war das noch etwas normaler, damals hat das gefühlt jeder gemacht und dadurch bin ich dann unter dem Namen von Flobby bekannt geworden, auch bei Trimax zum Beispiel dann bei Streams dabei gewesen und ja, dann hieß ich irgendwie Flobby. Ich habe mich nach einem Skateboard-Trick benannt. Ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren, war so meine Leidenschaft mit Kumpels und obwohl das dann in den letzten Jahren aufgehört hat, gab es dann einen Trick, der hieß Big Spin und da dreht man sich dann mit dem Board einmal so um 360 Grad und den Körper dreht man im selben Moment um 180 Grad mit. Ich fand den Trick damit sehr geil, war auch einer der größten Tricks, die ich damals zu dem Zeitpunkt konnte und dann habe ich mich einfach irgendwann mal angefangen Big Spin zu nennen und seitdem heiße ich eigentlich in relativ vielen Spielen, also jetzt natürlich mittlerweile in allen, aber so kannst ist du es den dann Trick zu noch? Big Spin gekommen. Ich würde ihn rückwärts wahrscheinlich noch können, ja? Okay, also mit ein bisschen Übung würdest du ihn wahrscheinlich hinkriegen. Ja. Okay, cool. Are you ashamed of something? Also es gibt definitiv den einen oder anderen Stream, der schon sehr lange her ist, wo ich eventuell noch ein etwas jüngerer Mensch war, wo ich eventuell Sachen getan habe, für die ich mich jetzt schämen würde, aber das ignorieren wir einfach mal. Ja. Ich schäme mich am meisten dafür, Trimax mit dem Roller auf der Rollertour draufgefahren zu sein, weil mir das immer noch nachgehalten wird. Voll reingefahren! Der Clip ist sehr, sehr amüsant. Ja, das war's. Das waren eure Fragen, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Diejenigen, die jetzt eine Antwort bekommen haben, sind hoffentlich damit zufrieden. Falls ihr noch weitere Fragen an uns habt oder sich jetzt hier Fragen daraus ergeben haben, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare jetzt schreiben. Ja. Denn dort werden wir beim nächsten Video reinschauen, da gucken, was ihr für Fragen gestellt habt. Alternativ natürlich gerne den Instagram-Kanal von SK Gaming abonnieren. SK Gaming ganz einfach. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch ein Q&A zum nächsten Video geben. Deswegen da Follow da lassen, um das nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, uns hat es sehr Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao.